Hallo zusammen. Ihr seid darüber überlegen, zum Kilimanjaro zu gehen und braucht noch Tipps und Informationen, was ihr einpacken sollt? Dann bleibt dran. Ich gebe euch eine Übersicht, was ich mit auf den Berg genommen habe. Wir werden uns Schritt für Schritt das verschiedene Equipment durchschauen. Wir fangen bei den Füßen an, gehen über die Beine zum Oberkörper und schauen dann noch generelles Equipment an, was ihr nicht vergessen sollt. Starten wir mit den Füßen. Als allererstes braucht ihr richtig gutes Schuhwerk. Am besten Wanderschuhe, die auch bis über die Knöchel gehen, die gewisse Festigkeit mitgeben. Ich hatte diese hier von Nova mit dabei, die sind vollkommen ausreichend. Dann braucht ihr natürlich für in die Schuhe gute Wandersocken. Ich empfehle Merino-Socken. Was ihr nicht vergessen solltet, besonders auch, wenn ihr an den Regenwald im Kilimanjaro denkt, sind verschiedene Gaupen für eure Schuhe, damit diese nicht nass werden oder sich vollsaugen. Es gibt verschiedene Arten. Ich hatte diese Gaupen mit dabei, die den kompletten Schuh mit schließen, weil ich besonders Sorge hatte, dass in den ersten 2 Tagen die Schuhe vielleicht nass werden und ich dann die nächsten Tage damit Probleme habe. Deswegen wollte ich vollkommen sicher sein, dass es abgedichtet ist. Prinzipiell hatten wir dann relativ viel Glück am Berg, sodass wir eigentlich in dem Zuge gar keine gebraucht hätten, aber man weiß eben nie, wie das Wetter am Berg ist. Deswegen sollte es auf jeden Fall mit dabei sein. Ansonsten, was ich sehr empfehlen kann, sind bereits schon ein paar Tage vorab die Hirschtalcreme aufzutragen, damit die Füße etwas weicher und geschmeidiger werden. Beugt schon Blasen vor. Ich habe es sowohl vorab gemacht als auch jeden Abend im Zelt. Kann ich sehr empfehlen, gibt es bei DM. Einfach Hirschtalcreme und dementsprechend auftragen. Und das zweite Thema, selbst wenn die Schuhe eingelaufen sind, man läuft nicht ganz so viel mit den Wanderschuhen tagtäglich. Es gibt diese Compete-Blasenpflaster, da würde ich auf jeden Fall welche mitnehmen. Und wenn ihr anfällig für Blasen seid, was ich normalerweise bin, tragt diese schon vor dem ersten Tag auf. Ja, die geben eine gewisse Polsterung, hat bei mir geholfen, damit ich überhaupt gar keine Probleme habe. Kann man auch 2 oder 3 Tage drauf lassen, überhaupt gar kein Problem. Nimmt auf jeden Fall davon welche mit. Kommen wir zu den Beinen. Auch hier muss man im Prinzip an die verschiedenen Wettergegebenheiten denken und hier auf die Zwiebeltechnik zurückgreifen. Was habe ich persönlich mitgenommen? Ich bin ziemlicher Merino-Fan, weil die Feuchte aufgenommen wird, man aber nicht so friert wie bei Funktionsshirt, wie beim Sport. Deswegen finde ich das beim Wandern besonders passend und gut angebracht. Deswegen hatte ich im Prinzip für viele Schichten auch auf Merino zurückgegriffen, angefangen bei der Merino-Unterhose. Dann geht es über zur Merino-langen Unterhose. Da hatte ich auch verschiedene dabei. Ich hatte auch eine Thermo-Unterhose dabei oder lange Unterhose dabei und eine Merino. Als nächste Schicht über die Merino-Hose, dann eben eine Wanderhose. Ich hatte 2 Wanderhosen dabei, falls die eine mal nass wird. Eine lange und eine, wo ich ganz froh war, vor allem dann unten in Morschi, beziehungsweise auch im Regenwald, eine mit abtrennbaren Beinen, damit sozusagen auch eine kurze Hose mit eingepackt ist. Und dann natürlich für die verschiedenen Gegebenheiten einmal eine Regenhose, um einfach komplett gegen Regen geschützt zu sein. Was ich zusätzlich noch mitgenommen habe, ist eine Skihose. Die hatte ich schon vom Skifahren mit dabei, besonders dick für die Kälte dann am Gipfeltag. Ich war froh, sie dabei zu haben. Ich hatte sie an am Gipfeltag. Für Hochzus war ich sehr froh, für runter war es dann ziemlich warm. Kommen wir zum nächsten Part, den Oberkörper. Was ich sehr gern getragen habe in Morschi beziehungsweise noch im Regenwald, war in dem Sinne jetzt eher ein funktionales Sportshirt von Under Armour. In kurz natürlich, fand ich sehr angenehm, gerade in den heißen Gebieten. Und dann im Anschluss daran, wie schon gesagt, Merino-Fan, hatte ich dann Merino-Shirts dabei. Genau, von Dilling kann ich sehr empfehlen. Kurze Kurzarm-Shirts sozusagen. Einmal mit Merino und dann das gleiche auch nochmal in Langarm-Shirts, einfach für den Abend, beziehungsweise als Zwischenlösung, wenn man die Fließjacke beispielsweise noch nicht anziehen will. Genau, einmal kurz, einmal lang und dann eben, wie schon gesagt, die nächste Schicht im Zwiebellook, dann eben die Fließjacke. Dann nach den Schichten Merino kurz, Merino lang, Fließjacke, hatte ich eine dünne Daunenjacke dabei. Daunenjacke, die reicht hier wahrscheinlich in Deutschland schon wunderbar auch über den Winter. Darauf aufbauend kam dann einfach die Wind- und Regeljacke. Hier eine Regenjacke von Mammut, mit der ich sehr zufrieden bin. Sehr dünn,
und eben einfach wirklich der Fokus auf Schutz gegen Wind und Schutz gegen Regen. Zusätzlich zu diesen Schichten dann nochmal eine richtig dicke Daunenjacke mitgenommen. Das war hier dicke Daunenjacke von Mountain Warehouse, die mit bis zu minus 30 Grad geht. Die hatte ich am Summittag auch an. Ich war froh darüber. Die habe ich im Prinzip dann nochmal on top auf den Schichten angezogen. Kommen wir zum nächsten, den Händen. Genau, ich hatte einmal dünne Handschuhe von Mammut mit dabei. Gerade wenn es so ein bisschen frisch ist oder kühler wird, beziehungsweise auch an der Barranco Wall, geht es meistens recht früh los. Da sind die Steine noch kalt, da kann man sich dann besser dran festhalten, wenn man da so ein paar kleine Kletterpassagen hat. Das waren die dünnen Handschuhe und dann für den Summittag die dünnen eben und die dicken, also große, dicke Ski-Handschuhe, beides angezogen und damit war ich auch sehr gut bedient. Für den Kopf hatte ich eine Schildkappe mit dabei und einen Safari-Hut. Normalerweise bin ich eher der Schildkappen-Fan, aber gerade wenn man dann aus dem Regenwald draußen ist und man keinen Schutz mehr vor der Sonne hat, eben auch gut, wenn man so einen Safari-Hut hat und ringsum den Schutz hat, zusätzlich zur Sonnencreme, damit man sich einfach nicht einen Sonnenbrand holt. Wenn es da weiter nach oben geht, was ich immer gut finde, ist so ein Buff-Schal, wo man sozusagen dann auch noch umfunktionieren kann, vielleicht als Schutz über Nase und Mund, gerade am Summittag, beziehungsweise der ist sehr dünn und leicht, das heißt, der kann auch gut mal gegen die Sonne einfach am Hals getragen werden, damit man sich dort keinen Sonnenbrand holt. Und dann natürlich eine Mütze, eine warme Mütze. Ich hatte 2 verschiedene, eine dünne und eine warme. Gerade auch wenn es weiter nach oben geht und es kühler wird. Am Mittag selbst hat man dann meistens die Mütze an, aber man hat auch noch die Mützen von den verschiedenen Daunenjacken beziehungsweise eben vom Windbreaker drüber und alles zusammen dann sehr warm. Kommen wir zum nächsten Thema, Schlafen. Bei meiner Tour war es so, dass das Zelt und auch die Matte, worauf man schlafen konnte, gestellt wurde. Und was ihr auf jeden Fall mitbringen müsst, ist eben ein Schlafsack. Ich habe hier den Schlafsack von Mountain Warehouse. Es wurde angeraten, Komforttemperatur bis minus 5 Grad. Das heißt, der mittlere, also Komfortbereich im Schlafsack. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich einen warmen Schlafsack mitnehmt. Zusätzlich hatte ich noch einen Innenschlafsack aus Vlies. Den habe ich aber wirklich nur einmal gebraucht und zwar im Basecamp. Wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen. Ich wollte auf der sicheren Seite sein. Worüber ich sehr froh war ein kleines Kopfkissen mitzunehmen. Klar, sowohl im Flieger als auch dann im Zelt selbst. Kommen wir zum Equipment drumherum. Wir haben uns jetzt angeschaut, was wir für verschiedene Schichten, für die verschiedenen Körperbereiche anziehen können. Natürlich brauchen wir auch generell drumherum noch Equipment. Was das beinhaltet, schauen wir uns jetzt an. Was ich persönlich empfehlen kann, ist auf jeden Fall Wanderstöcke mitzunehmen. Man kann natürlich die Tour ohne Wanderstöcke machen. Ich empfehle es macht das Leben leichter, vor allem bergab, jetzt nicht so stark auf die Knie. Es macht es auch leichter, bergauf zu laufen, gerade am Summittag, wenn man schon kaputt ist, dann noch eine gewisse Unterstützung mitzunehmen. Was ihr natürlich auf jeden Fall braucht, ist ein Handtuch, so ein kleines Reisehandtuch. Kommen wir zum Thema Trinken. Was ich sehr empfehlen kann, ist ein Camelback. Ja, weil ich persönlich jemand bin, ich trinke damit um Welten mehr, wie wenn ich jedes Mal meine Trinkflasche rausnehmen muss. Deswegen kann ich das empfehlen. Ich hatte 3 Liter dabei. Was ich noch mit dazu gekauft habe, nach meinen Erfahrungen vom Everest Basecamp, mir ist die Blase bzw. der Schlauch damals zugefroren bei Kalapata. Das wollte ich vermeiden. Ich habe extra nochmal eine Thermoschutzhülle für die Trinkblase und nochmal eine Schutzhülle aus Thermo für den Schlauch mitgenommen und trotz allem sozusagen darauf zu achten, zumindest am Summittag, das Wasser aus dem Schlauch wieder zurückzupusten in die Trinkblase, damit sie nicht zufriert. Ich dachte, ich wäre super gut vorbereitet, nichtsdestotrotz ist es mir nach, 4-5 Stunden zugefroren. Es hat natürlich um einiges länger gehalten wie bei anderen Mitwandernden. Wie gesagt, ich hatte mich besser vorbereitet für die Trinkblase. Es hat nicht ganz bis oben gehalten. Deswegen war ich froh, am Summittag noch eine Thermosflasche mit dabei zu haben. Das hat nochmal die nächsten 2-3 Trinkstopps gut gehalten, ist dann aber auch irgendwann zugefroren. Also es ist wirklich kalt. Schaut, vielleicht war es hier auch der Plastikdeckel, der dazu beigetragen hat, dass die Kälte nach innen gezogen ist. Aber man muss irgendwie schauen, wie man sich davor schützt, kein Wasser mehr zu haben auf dem Weg nach oben. Und die dritte Flasche, die ich dabei hatte, war so eine Nalgene-Flasche. Kann ich sehr, sehr empfehlen, wurde mir auch empfohlen von einer Kollegin.
Ich würde noch einen anderen Deckel kaufen. Normalerweise gibt es nur den großen, den einfachen Deckel, dann ist die Trinköffnung so. Ist meistens zum Trinken nicht so optimal. Deswegen habe ich noch den schönen Kier-Deckel mit dazu gekauft, wo man dann beispielsweise noch eine kleine Trinköffnung hat. Das war eine super Kombi und der beste Tipp, den ich bekommen habe, ist einfach, ihr werdet abends im Zelt, wenn ihr esst, bekommt ihr warmes Wasser. Füllt euch die Synergene-Flasche voll mit warmem Wasser, nehmt ihr den Schlafsack. Ihr habt die ganze Nacht warme Füße, ihr werdet nicht frieren und ihr habt morgens direkt was zu trinken. Ja, das war die beste Idee, der beste Tipp für die Tour. Was braucht ihr noch? Ihr werdet eine Kopflampe brauchen. Die Tour, die ich gemacht habe, war im Juni. Die Tage sind dort nicht so lang wie bei uns. Also 6:30 Uhr ist Sonnenaufgang, 18 Uhr ist die Sonne weg. Das heißt, alles, was danach stattfindet, Essen und so weiter, findet im Dunkeln statt. Ihr braucht die Kopflampe und ihr braucht sie ganz im Speziellen für den Summittag. Da startet man normalerweise um Mitternacht und läuft dann diese 6 bis 7 Stunden auf den Gipfel hoch. Und um 6:30 Uhr, wie gesagt, ist Sonnenaufgang. Das heißt, ihr habt wirklich 6 Stunden lang Dunkelheit. Was ihr nicht vernachlässigen solltet, ist auch, wie gesagt, die Sonne. Hatten wir auch schon bei der Kopfbedeckung. Ihr braucht eine gute Sonnenbrille, die eure Augen schützt. Was ich ganz praktisch fand bei dieser Alpina Sonnenbrille ist, dass sie eben auch noch diese zusätzlichen Seitenblenden hat, die man mit einklicksen kann und dann sozusagen seitlich auch nochmal den Schutz vor der Sonne hat. Sieht das Ganze dann aus, wenn es zu ist. Das heißt, wenn es eingeklickt ist, dann habt ihr seitlich diese Sonnenblenden. Ansonsten kauft ihr natürlich ganz klar einen Tagesrucksack. Ja, am besten auch mit so einem Regenschutz, den ihr drüber machen könnt. Das ist im Prinzip, da ist alles drin, was ihr am Tag mitnehmt. Euer Camelback, eure anderen Getränke, eure Snacks, die warmen Klamotten, die ihr denkt, über den Tag zu brauchen, vielleicht Regensachen, das ist das, was ihr tragt. Das kommt sozusagen hier im ganz normalen Backpack-Wanderrucksack. Neben diesem Wanderrucksack braucht ihr natürlich auch eine große Tasche. Ja, und zwar, um alles zu verstauen, was ihr sonst noch mitnehmt. Ja, wie gesagt, ihr nehmt im Prinzip für alle Wetterlagen was mit. Für die warmen Regionen unten, wo ihr im Prinzip kürzere Sachen braucht. Ihr nehmt was mit für die Regionen, die dann Richtung Gipfel gehen, die kalt sind. Das heißt, ihr werdet nicht alles immer mit dabei haben. Und dafür habt ihr auch die Porter. Die Porter können bei uns zumindest bis zu 20 Kilogramm tragen. Das ist auch meines Wissens das Maximum. Das wird im Prinzip am Anfang am Gate, wenn die Tour startet, gewogen und geprüft. Da könnt ihr beispielsweise dann nochmal so einen großen Duffelbag beispielsweise mitnehmen. Das heißt jetzt von North Face, ich habe jetzt hier meinen verdeckert worden, weil er sich das seitlich nochmal vergrößern lassen kann. Wichtig ist einfach hier auch nochmal was Regenfestes mitzunehmen. Meistens kommt das nochmal in eine Plane rein, aber einfach um sicher zu gehen, dass eure Sachen, die dort drin sind, eben nicht nass sind, wenn sie im Camp sind. Jetzt kommen noch so ein paar Sachen, die eher so den sonstigen Bereich abdecken, an was ihr denken solltet. Nehmt ein Medipack mit, wo ihr verschiedene einfach Medikamente mitnimmt, Herzmittel, irgendwas gegen Durchfall und so weiter. Ja, könnt ihr euch vorab informieren, nehmt das mit, je nachdem, ob ihr wollt, auch eine Malaria-Prophylaxe für den Regenwald. Ab einer gewissen Höhe braucht das dann generell nicht mehr, weil dort keine Moskitos mehr vorhanden sind. Macht euch vorher schlau, welche Medis für euch interessant sind. Packt euch einen kleinen Medipack, Wäschebeutel mit Zahnbürste und so weiter. Wie für einen ganz normalen Urlaub könnt ihr dementsprechend mitnehmen. Was wichtig ist, gerade in Moshi bzw. dann im Regenwald, Mückenspray mitzunehmen. Beispielsweise hier von No Bite. Das ist in Afrika ganz gut, um die Mücken dann abzuhalten. Klar, Sonnencreme nicht vergessen. Nehmt verschiedene Snacks mit, Nüsse, irgendwelche Müsli-Riegel, vielleicht ein bisschen Schokolade, irgendwas, was ihr so zwischendurch mal essen könnt. Ihr bekommt genug Essen zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Zumindest war es bei unserer Tour so. Das heißt, da braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Aber so kleine Snacks zwischendurch müsst ihr eben selber mitbringen. Oder vielleicht auch mal einen Traubenzucker oder irgendwas in die Richtung. Wenn ihr was zu laden habt, wenn ihr eine Kamera mitnehmen wollt, dann denkt an Powerbanks, vielleicht auch mit Solar. Und ihr solltet eine Seife mitnehmen, um eure Hände zu waschen. Definitiv Toilettenpapier mitnehmen. Ihr habt meistens öffentliche Toiletten und solltet dann das Toilettenpapier mitnehmen. Bei manchen Touranbietern gibt es auch die Möglichkeit, noch eine private Toilette zu buchen, die dann mit hochgetragen wird und ein kleines Zeltchen beinhaltet. Das könnt ihr euch selbst überlegen. Wir hatten es nicht. Auf jeden Fall Toilettenpapier nicht vergessen. Das war meine Übersicht, was ich alles mit auf den Kitty genommen habe.
Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, dass es euch weitergeholfen hat und ihr viel Spaß bei eurer Tour und eurer Bergbesteigung haben werdet.